In einer ruhigen Stadt lebte ein junger Mann namens Elias. Er hatte große Ziele. Er wollte erfolgreich sein, etwas erreichen, ein besseres Leben führen. Am Anfang war alles leicht. Elias war voller Motivation, er stand früh auf, arbeitete hart und hatte das Gefühl, dass er alles schaffen konnte. »Das ist mein Moment«, dachte er oft. Doch nach einigen Wochen änderte sich etwas. Die Motivation wurde schwächer. An manchen Tagen fühlte er sich müde, an anderen Tagen hatte er einfach keine Lust. Er begann später aufzustehen, er machte mehr Pausen und langsam verlor er den Rhythmus. Eines Abends saß er allein in seinem Zimmer und starrte an die Wand. Er war unzufrieden. »Warum schaffe ich es nicht, konstant zu bleiben?«, fragte er sich. Am Anfang war alles so einfach. Am nächsten Tag traf er zufällig einen älteren Mann im Park. Der Mann saß ruhig auf einer Bank und beobachtete die Menschen. Elias setzte sich neben ihn. Nach einem kurzen Moment sagte er: »Ich verstehe etwas nicht. Manchmal bin ich sehr motiviert, aber dann verschwindet dieses Gefühl einfach und dann mache ich nichts mehr.« Der Mann lächelte leicht. »Das ist ganz normal«, sagte er ruhig. »Motivation kommt und geht.« Elias runzelte die Stirn. »Aber wie soll ich dann erfolgreich werden? Ich kann doch nicht warten, bis ich wieder motiviert bin.« Der Mann nickte langsam. »Genau hier liegt dein Problem«, sagte er. »Du wartest auf Motivation.« Elias schwieg. Der Mann zeigte auf einen Jogger, der jeden Tag zur gleichen Zeit durch den Park lief. »Siehst du ihn? Er läuft jeden Tag. Nicht, weil er immer motiviert ist, sondern weil er diszipliniert ist.« Elias beobachtete den Jogger. »Was ist der Unterschied?«, fragte er. Der Mann antwortete ruhig. »Motivation ist ein Gefühl. Sie ist stark, aber nicht stabil. Disziplin ist eine Entscheidung. Sie ist vielleicht nicht immer angenehm, aber sie bleibt.« Elias dachte darüber nach. Der Mann fuhr fort. »Wenn du nur dann arbeitest, wenn du motiviert bist, wirst du immer wieder stehen bleiben. Aber wenn du entscheidest, jeden Tag etwas zu tun, egal wie du dich fühlst, dann wirst du weitergehen.« Elias senkte den Blick. »Also muss ich mich zwingen?«, fragte er leise. Der Mann schüttelte den Kopf. »Nicht zwingen, verstehen. Am Anfang ist es schwer, aber mit der Zeit wird Disziplin zur Gewohnheit. Und irgendwann brauchst du keine Motivation mehr, weil du einfach weitermachst.« Elias blieb still. In diesem Moment verstand er etwas Wichtiges. Er hatte immer auf das Gefühl gewartet, bereit zu sein, aber bereit wird man nicht durch Warten, sondern durch Handeln. Am nächsten Morgen klingelte sein Wecker. Elias war müde, er hatte keine Motivation. Aber diesmal dachte er nicht lange nach. Er stand einfach auf. Langsam, aber entschlossen. An diesem Tag arbeitete er. Nicht perfekt, nicht voller Energie, aber er machte weiter. Und am nächsten Tag wieder und wieder. Mit der Zeit wurde es leichter. Nicht, weil er immer motiviert war, sondern weil er gelernt hatte, diszipliniert zu sein. Und so verstand Elias eine einfache, aber starke Wahrheit. Motivation bringt dich zum Start, aber Disziplin bringt dich ans Ziel.